Ich möchte mit der Ansprache sie wurde tatsächlich im Plenum des US-Senats gehalten von dem Senator aus Oklahoma, James N. Inhofe. Spricht man seinen Namen so aus? Ja, Und es ist eine ziemlich erstaunliche Rede. Er legt es sehr klar dar. Es ist eine erstaunlich einfache Darstellung der Rechte der Juden und des Landes Israel. Und Dave, man würde denken, jeder Senator, der im Plenum war, wissen Sie, der an diesem Tag im Senat war, um zu hören, was er zu sagen hatte. Wenn sie nicht eingeschlafen oder durch andere Angelegenheiten abgelenkt waren, hätte, denke ich, ein wirkliches Bild von den Landfragen bekommen. Was ich gern tun würde, wenn du keinen besseren Weg hast, das anzugehen. Er nennt 7 Gründe, warum die Israelis das alleinige Recht auf das Land haben. Warum gehen wir sie nicht einen nach dem anderen durch? Es sei denn, du willst noch etwas über ihn sagen. nun, ich denke, das Problem ist nicht der Senat. Das Problem ist der Präsident. Zum Beispiel hat der Senat schon vor langer Zeit, vor Jahren, noch bevor Präsident Bush überhaupt ins Amt kam, dafür gestimmt, dass die Botschaft der Vereinigten Staaten von dort, wo sie ist, ich glaube, sie ist in Haifa, nach Jerusalem verlegt werden soll. Und sowohl Clinton als auch Bush haben sich geweigert, das zu tun. Also, ich denke, die Senatoren verstehen ziemlich gut, wie die Lage ist. Aber Tom, was ich gern tun würde, ich glaube nicht, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich möchte einfach seine einleitenden Bemerkungen vorlesen. Ist das okay? Klar. Das ist vom 4. März 2002. Er sagte, ich war neulich interessiert, als ich hörte, dass der de facto Herrscher, der saudi-arabische Kronprinz Abdullah, ist ein guter Freund von Bush zu sein. Und sie machen da ein kleines Barbecue in Texas auf der Ranch und noch ein paar andere Dinge. Und ich erinnere uns daran, was war das? 11. September 2001. Der Präsident erlaubte den Saudis auszureisen, obwohl keine anderen Flugzeuge flogen. Aber jedenfalls, wir kommen ihnen irgendwie entgegen, nicht wahr? Wegen des Öls. Ich wollte gerade sagen, muss wohl etwas von Interesse für uns sein. Genau. Nun, er sagt, ich hörte, dass der de facto Herrscher, der saudi-arabische Kronprinz Abdullah, eine Erklärung abgegeben hat, die von vielen in diesem Land aufgenommen wurde, als wäre es eine Tatsachenaussage, als wäre es etwas Neues, ein Konzept für Frieden im Nahen Osten, von dem noch nie jemand zuvor gehört hätte. Ich war irgendwie schockiert, dass es von vielen Menschen, die diesen Weg schon einmal gegangen waren, so gut aufgenommen wurde. Ich schlage Ihnen vor, dass das, worüber Kronprinz Abdullah vor ein paar Tagen gesprochen hat, überhaupt nicht neu war. Er sprach davon, dass nach dem Abdullah-Plan, übrigens bedeutet Abdullah Diener Allahs, die Araber die Beziehungen zu Israel normalisieren würden, im Austausch dafür, dass der jüdische Staat das Gebiet aufgibt, das er nach dem Sechstagekrieg von 1967 erhalten hat. Als wäre das etwas Neues. Lass mich hier für eine Minute dazwischen gehen, denn der Senator erwähnt das nicht, aber er hätte es erwähnen sollen. Das bedeutet, wir gehen zurück zu den Linien von 1948, dem ursprünglichen, unverteidigbaren, schmalen Landstreifen, den die UNO Israel zugeteilt hatte. 13% von dem, was ihnen eigentlich versprochen worden war. Aber die Araber lehnten es ab. Die Araber griffen an. 6 arabische Armeen griffen Israel sofort an. Tatsächlich, in der Zwischenzeit nach dem 29. November 1947, als die UNO diese Teilung beschlossen hatte, hatte Israel seine Unabhängigkeit noch gar nicht erklärt. Da hast du die Infiltration von tausenden arabischen Kommandos. Weißt du, reguläre Truppen, die hereinkommen und jüdische Siedlungen angreifen. Sie hatten noch nicht einmal den Krieg erklärt. Das ist Terrorismus in Reinform, bevor Israel überhaupt geboren war, okay? Nun sagt Israel, denke ich zu Recht, wir werden diese ursprünglichen Grenzen nicht anerkennen, weil die Araber das abgelehnt haben. Sie haben die UN-Resolution 181 abgelehnt. Sie haben uns angegriffen, um uns zu vernichten. Tatsächlich haben sie gesagt, wir werden Israel von der Landkarte tilgen. Nun, im Buch sprechen wir über den Sechstagekrieg 1967. Wir erwähnen auch Ruth, meine Frau und ich und unsere 4 kleinen Kinder, damals im Alter von 8 bis 15.
Wir waren in Ägypten, als das alles geschah. Da ist Gamal Abdel Nasser, der Diktator, der Hitler Ägyptens, der gerade aus Moskau zurückgekehrt war, wo er, das ist 1967, denkt daran, Ende Mai 1967, den sowjetischen Friedenspreis erhalten hatte. Und als er aus dem Flugzeug stieg, und zu der Zeit, als wir in Ägypten waren, waren die Sowjets dort. Sie bauten den Aswan-Staudamm. Ich meine, die Sowjets waren die Berater und die Lieferanten von Militärausrüstung und Strategie und so weiter für Ägypten. Und er hatte gerade den sowjetischen Friedenspreis bekommen. Und er stieg in Kairo aus dem Flugzeug. Wir waren dort. Und Reporter stürmten heran und sagten, was wird es sein, Präsident Nasser? Er sagte, Krieg. Wir werden sie zerschmettern. Wir werden sie ins Mittelmeer treiben. Weißt du, wir werden sie auslöschen. Nun, als wir fuhren. Das ist ja auch eine Definition von Frieden, nicht wahr, Dave? Das ist die südägyptische Definition. Nun, es ist tatsächlich die Definition, die du im Koran in Sure 1861 bekommst. Wenn sie sich ergeben, gib ihnen Frieden, andernfalls schlachten wir sie ab. Okay? Der einzige Frieden, den der Islam anbietet. Aber als wir durch die Länge und Breite Ägyptens fuhren, und es war ein bisschen beängstigend, wir hatten ein paar beängstigende Erlebnisse, weil wir das einzige Auto mit einem USA-Aufkleber hinten drauf waren. Und ich glaube, es gab noch ein anderes ausländisches Auto aus der Schweiz, meine ich. Das war's. Ich werde nicht auf die Abenteuer eingehen, die wir mit dem Militär und so weiter hatten. Aber überall, wo wir hinkamen, sprachen die Leute vom 19-jährigen Krieg. Das erwähne ich auch im Buch, also werde ich nicht ins große Detail gehen. Aber der 19-jährige Krieg? Ich habe einen Abschluss in Mathematik und ich habe es nicht kapiert. Ich hatte vom 30-jährigen Krieg gehört, vom 100-jährigen Krieg. Was ist dieser 19-jährige Krieg? Und dann hat es mich schließlich getroffen. 1948 bis 1967. 19 Jahre. Sie waren nie im Frieden. Tatsächlich ist es im Islam gegen die Regeln, Frieden mit irgendjemandem zu schließen. Nicht nur mit Israel, sondern mit irgendjemandem. Du kannst eine Hudna von bis zu 10 Jahren haben, so nennt man das. Das ist ein Waffenstillstand. Und der einzige Zweck des Waffenstillstands ist, deine Truppen zu sammeln, deine Munition zu sammeln, weißt du, und sie schließlich zu erobern. Aber alle reden vom 19-jährigen Krieg. Sie hatten diesen Krieg 1967 19 Jahre lang geplant, seit sie 1948 besiegt worden waren. Tatsächlich sagten sie, wir werden die Schande und die Erniedrigung unserer Niederlage von 1948 auslöschen. Ja, 600.000 reguläre Soldaten mit Panzern und Flugzeugen arabischer Armeen werden von 60.000 zusammengewürfelten, schlecht ausgebildeten und sehr schlecht bewaffneten Israelis besiegt. Dave, gab es nicht einen Krieg 56, irgendwo dazwischen? Den gab es, ja, aber das war kein großer Krieg, denke ich. Kein wirklich großer. Also jedenfalls, seit 48 planen sie, Israel von der Landkarte zu tilgen. Wir sind mit unserem VW-Bus und unserer Familie per Schiff von Alexandria, Ägypten, hinauf nach Beirut, Libanon gefahren. Das war damals das Juwel des Mittelmeers, vergleichbar mit jeder europäischen Stadt. Schön, fabelhaft, modern. Natürlich ist es durch den Islam zerstört worden. Durch Arafat, als er den Libanon übernommen hat. Ich saß abends in einer Lounge und der Fernseher läuft. Ich bin der einzige Nicht-Araber. Wir waren die einzigen Nicht-Araber auf dem Schiff. Und umgeben von Typen, die jubeln. Wow. Ich dachte, sie könnten mich in dem Moment ermorden. Weil da Nasser im Fernsehen paradierte, seine Truppen inspizierte und prahlte. Wir werden sie vernichten und so weiter. Ich erinnere mich an Tom, es war traurig. Es war wirklich erbärmlich, weil sie Israel nicht gewachsen waren. 1967, wie du dich erinnerst, hat die israelische Luftwaffe die gesamte ägyptische und syrische Luftwaffe am Boden ausgelöscht, bevor sie überhaupt in die Luft kamen. Es war keine Konkurrenz. Aber es war traurig,
weil wir mit einigen wirklich wunderbaren Menschen gesprochen haben. Ägyptern und Nubiern. Den ursprünglichen Ägyptern lange bevor die Araber kamen. Und sie waren alle so zuversichtlich. Ich fragte sie, wie glaubt ihr, wird dieser Krieg ausgehen? Weil jeder wusste, weißt du, sie werden Israel angreifen. Oh, die starken Leute werden gewinnen. Ich erinnere mich an diesen Satz. Die starken Leute. Die starken Leute. Es war erbärmlich. Es war ein Gemetzel. Ich meine, es war nicht einmal ein Wettbewerb. Genau wie Gott in Sacharja 12,6 gesagt hat. An jenem Tag werde ich die Fürsten Judas wie Feuer machen, und sie werden alle Nationen ringsum verzehren. Und Israel könnte diese Nationen heute verzehren. Aber jedenfalls, das ist der Sechstagekrieg, okay? Und Israel gewann im Sechstagekrieg viel mehr Gebiet. Und die Araber wollen alles zurück. Sie sind es, die angegriffen haben. Ich würde unsere Zuhörer fragen, schaut in der Geschichte nach und findet heraus, wo irgendeine Nation, die von einem Feind angegriffen wurde, besonders von einem, der geschworen hat, dich auszurotten. Nun, das ist einzigartig, weil das nur die Muslime tun. Jemals Gebiet zurückgegeben hat. Wir werden es ihnen zurückgeben, damit sie von vorn anfangen und ihren Wunsch zu schlachten erfüllen können. Jedenfalls, es tut mir leid, Tom. Ich halte mehr eine Rede als Senator Inhofe. Ja, aber du hast eine Sache erwähnt, Dave. Inhofe sagt über den Abdullah-Plan, ich meine, im Grunde ist das, was du gesagt hast. Geben wir ihnen noch eine Chance. Gehen wir zurück zu 1948 und schauen wir, ob sie es noch einmal schaffen könnten. Genau. Schauen wir, ob sie diesmal Erfolg haben. Ist das nicht unglaublich? Es tut mir leid, ich werde jetzt einfach vorlesen, was er gesagt hat. Er spricht über Abdullah. Er sprach weiter über anderes Land, das erworben worden war und das von Israel genommen worden war. Ja, in Selbstverteidigung, oh, ich wollte still sein, gegen einen Feind, der geschworen hat, sie auszurotten. Er fährt fort. Ich erinnere mich so gut an den 4. Dezember, als wir das alles behandelt haben, und an die Tatsache, dass es nichts Neues an der Aussicht gibt, Land aufzugeben, das rechtmäßig Israels Land ist, um Frieden zu haben. Wenn man es auf den Punkt bringt, macht das Land nicht so viel aus, weil Yasser Arafat und andere Israels Recht auf irgendeines des Landes nicht anerkennen. Sie erkennen Israels Recht zu existieren nicht an. Ich werde 7 Gründe darlegen, die ich schon einmal erwähnt habe, warum Israel Anspruch auf das Land hat, das sie haben, und dass es nicht Teil des Friedensprozesses sein sollte. Wenn das etwas ist, das Israel tun will, ist es ihre Sache, es zu tun. Aber jeder, der versucht hat, Druck auf Israel auszuüben, dies zu tun, liegt falsch. Wir werden von Skeptikern getroffen werden, die sagen werden, wir würden wegen unserer Unterstützung Israels angegriffen werden. Und wenn wir aus dem Nahen Osten herausgehen, das heißt wir, würden alle Probleme verschwinden. Das ist einfach nicht wahr. Wenn wir uns zurückziehen, werden all diese Probleme wieder vor unserer Tür stehen. Ich habe dazu einige Beobachtungen zu machen. Aber ich möchte noch einmal die 7 Gründe betonen, warum Israel das Recht auf ihr Land hat. Tom, das ist eine großartige Rede, die er im Plenum des Senats gehalten hat. Sie ist den Preis des Buches wert. Weißt du wieder einmal, Dave, als Schlussfolgerung zu diesem Buch finde ich, dass seine Aussage hier dir eine Zusammenfassung gibt, die wunderbar einfach und einfach unwiderlegbar ist. Also, machen wir das so. Du hast gerade die Einleitung gelesen. Das sind keine langen Abschnitte. Ich nehme den nächsten. Das erste, was er sagt, der erste Grund, warum Israel das Recht auf ihr Land hat. 1. Das Recht der Juden auf Israel. Archäologisches Argument. Das ist Grund Nummer 1. Alle archäologischen Belege unterstützen es. Jedes Mal, wenn es in Israel eine Ausgrabung gibt, tut sie nichts anderes, als die Tatsache zu stützen, dass Israelis dort seit 3000 Jahren präsent sind. Sie sind schon sehr lange dort. Die Münzen, die Städte, die Keramik, die Kultur. Es gibt andere Volksgruppen, die dort sind, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Israelis in diesem Land seit 3000 Jahren präsent sind.
Das geht allen Ansprüchen voraus, die andere Völker in der Region haben mögen. Die alten Philister sind ausgestorben. Viele andere Völker sind ausgestorben. Sie haben nicht die ununterbrochene Linie bis heute, die die Israelis haben. Selbst die Ägypter von heute, wie du erwähnt hast, Dave, sind keine hassischen Ägypter von vor 2000, 3000 Jahren. Sie sind überwiegend ein arabisches Volk. Das Land heißt Ägypten, aber sie sind nicht derselbe rassische und ethnische Stamm wie die alten Ägypter der antiken Welt. Die ersten Israelis stammen tatsächlich von den ursprünglichen Israeliten ab. Der erste Beweis ist also die Archäologie. Nun, Tom, nur zur Erinnerung für unsere Zuhörer. Der Waqf, das heißt dieser Dienst oder wie auch immer man das nennen würde, der sogenannten Palästinenser, der die Kontrolle über die sogenannten heiligen Stätten hat, dem ist von Israel seit vielen Jahren die Kontrolle über den Tempelberg gegeben worden. Und sie graben dort oben und versuchen, jedes Stück Beweis für irgendeine israelische Präsenz zu zerstören. Und sie behaupten, es habe dort nie einen Tempel gegeben. Natürlich zitieren wir im Buch frühere Dokumente, die von den Palästinensern geschrieben wurden und anerkennen, dass dies der Ort des Tempels war. Dave, hören wir von unserem Freund Randall Price, der ein Archäologe par excellence ist, der jetzt drüben in Israel eine Ausgrabung hat. Dass sie beim Ausgraben und beim Versuch, alle Beweise zu zerstören, dieses Zeug weggeworfen haben. Und jetzt sind Archäologen zu den Müllhalden gegangen und sie haben wirklich einige interessante Dinge gefunden, die wirklich zunichte machen, was die Muslime zu tun versuchen. Die Tragödie ist, Tom, dass vieles davon zerschlagen worden ist, weißt du, Bulldozer und alles. Aber es gab keine arabische Präsenz in Israel oder Ägypten oder irgendeinem der anderen Gebiete im Nahen Osten, bis zur muslimischen Invasion im 7. Jahrhundert. Damals sind sie einmarschiert und haben übernommen. Also reden sie von der großen arabischen Nation von Marokko, weißt du, vom Atlantik quer durch bis nach Syrien und Iran. Natürlich sind die Iraner Perser, sie sind keine Araber. Diese Leute sind keine Araber, aber sie sprechen Arabisch. Warum sprechen sie Arabisch? Weil sie durch die muslimische Übernahme dazu gezwungen wurden. Und der Koran war auf Arabisch und du musst ihn kennen. Also jedenfalls, es ist einfach, Tom, es ist unglaublich. Zum Beispiel 1948, der Unabhängigkeitskrieg, als Jordanien das sogenannte Westjordanland und Ostjerusalem nahm und als Ägypten Gaza nahm, war das israelisches Gebiet. Das Erste, was sie taten, war, jede Synagoge zu zerstören. Sie löschten alle Beweise aus, die sie konnten, dass Israel jemals dort gewesen war. Und sie behaupteten, dies sei von Anfang an ihr Land gewesen, was eine glatte Lüge ist. Und doch ehrt die Welt das, aber ganz sicher nicht der US-Senat. Gott sei Dank. Dave, Grund Nummer 2. Das Recht der Juden auf Israel. Historisches Argument. Nun, das ist ein bisschen lang. Willst du? Nein, ich denke nicht, dass wir es lesen müssen. Aber such ein paar Punkte daraus heraus. Ja, nun Tatsache ist, dass die Juden seit vor mehr als 3000 Jahren dort sind. Ungefähr 1500 vor Christus, so in etwa. Wir wissen, dass sie dort waren, aber sie sind nicht die ursprünglichen Bewohner des Landes. Sie behaupten nicht, die ursprünglichen Bewohner des Landes zu sein. Die Bewohner dieses Landes waren Kanaaniter, und Israel wurde 400 Jahre lang nicht dorthin gesandt. Gott sagte, diese Leute sind noch nicht böse genug, dass ich sie auslösche. Aber in 400 Jahren werden sie es sein. Und in der Zwischenzeit werdet ihr Sklaven in Ägypten sein, eure Nachkommen, sagte er Abraham. Und dann sollt ihr sie wegen ihrer Bosheit auslöschen, wie Sodom und Gomorra. Also behaupten die Israelis nicht, die ursprünglichen Bewohner des Landes zu sein. Aber die Araber, die heute in sogenannten Palästina leben und sich Palästinenser nennen, behaupten, sie seien Nachkommen der ursprünglichen Bewohner des Landes. Sie sagen, sie seien von Ismael abstammend. Ismaels Vater war Abraham, richtig?
Er war kein Palästinenser, er war ein Chaldäer. Ismaels Mutter war eine Ägypterin. Sie ist keine Palästinenserin. Es gab keine Palästinenser. Das ist bevor Ismael geboren wurde. Als seine Mutter und sein Vater dort ankamen, die keine Palästinenser waren, es gab keine Palästinenser. Es waren Kanaaniter. Und die Araber heute behaupten, Nachkommen der ursprünglichen Palästinenser zu sein. Es ist ein weiterer Betrug. Also jedenfalls, er fährt fort und spricht über seinen zweiten Punkt. Das Recht der Juden auf Israel. Historisches Argument. Das war ihr Land. Sie wurden daraus vertrieben. Er sagt, und die Briten. Er spricht darüber, wie die Briten, die eigentlich dieses Nun, sie gingen gegen die Türken vor. Die Briten hatten so eine Art von, nicht gerade Rache, aber sie wollten die Türken bezahlen lassen, also vertrieben sie die Türken. Und sie schickten ihre Truppen gegen die Türken im Heiligen Land. Nun, Dave, da gibt es eine interessante Geschichte über einen der Generäle, General Allenby. Und wie er, der Geschichte nach laut diesem Senator, ein bibelgläubiger Christ war. Und er wollte die heiligen Stätten nicht zerstören, als er nach Jerusalem hineinging. Also betete er zu Gott, dass Gott vielleicht irgendwie eingreifen würde, und das ist 1917, ungefähr zu der Zeit. Und sie schickten 2 Doppeldecker über die Stadt Jerusalem, um so ein bisschen zu erkunden, zu sehen, wie die Dinge waren. Nun, die Türken hatten offenbar noch nie zuvor ein Flugzeug gesehen, und das hat sie völlig aus der Fassung gebracht. Sie dachten, es seien Engel. Ja, aber das Interessante war, dass sie den Namen des Generals kannten. General Allenby. Der Name General Allenby bedeutet auf Türkisch oder Arabisch. Es bedeutet Mann, der von Gott gesandt ist, oder Prophet von Gott. Siehst du, weil Allah da drin ist. Allah NB. Allah hat diesen Mann gesandt, um zu übernehmen. Also wagten sie nicht, gegen einen Propheten Gottes zu kämpfen. Und außerdem gab es diese wundersamen Maschinen am Himmel. Genau, die sie nicht für Maschinen hielten. Jedenfalls ging er einfach hinein, und sie übergaben es ihm. Und er fährt fort und spricht über Mark Twain, der dort war. Und Mark Twain sagte, es sei eine Wüste gewesen, es sei Ödland. Du findest dort niemanden. Er spricht über Voltaire, den französischen Autor, der auch dort war, und sagte, dass, weil Gott gesagt hat, es würde eine Wildnis sein, und sie haben nicht, die Araber sind nicht dort hineingekommen. Als sie hineinkamen und es nahmen, haben sie es nicht bewirtschaftet und sich darum gekümmert und es besiedelt und so weiter. Es blieb eine Wildnis. Die Juden wurden vertrieben. Die Juden kamen immer wieder zurück. Und er erklärt das. Und es waren die Juden, die das aufgebaut haben, die Sümpfe trockengelegt haben. Tausende Juden starben an Malaria. Und sie machten daraus ein fruchtbares Land. Und das war der Zeitpunkt, als die Araber begannen, wieder hineinzuziehen, um sich von dem Wohlstand zu ernähren, den die jüdischen Siedler geschaffen hatten. Es war ihr Land, zurückkommen zu dem, was ihre Vorfahren besessen hatten. Und das war der Beginn des modernen Israel, Zionismus. Dave, er macht hier noch einen anderen Punkt, den ich erwähnenswert finde. Uns läuft gerade die Zeit davon. Aber er sagt, wussten Sie, dass Saudi-Arabien erst 1913 geschaffen wurde, der Libanon erst 1920, der Irak existierte als Nation erst 1932, Syrien erst 1941, die Grenzen Jordaniens wurden 1946 festgelegt und Kuwait 1961. Jede dieser Nationen, die sagen würde, Israel sei erst vor kurzem angekommen, müsste auch ihre eigenen Rechte als erst vor kurzem Angekommene abstreiten. Sie existierten nicht als Länder. Sie standen alle unter der Kontrolle der Türken. Nun, Tom, eine großartige Rede im Plenum des Senats. Und wir haben erst die ersten 2 Gründe behandelt. Wir machen nächste Woche damit weiter, Dave. So der Herr will.